Moin, heute mache ich mich daran, zwei meiner Anhänger zu reparieren. Hier die Steuerung der Seilwinde meines Autotransporters. Da ist jetzt das zweite Relais kaputt, wodurch diesmal das Seil nicht mehr auszufahren geht. Es ist heute sehr windig, man könnte es schon Sturm nennen. Deshalb musste ich den Ton vom Video sehr weit runterdrehen. So, das alte Relais ist raus, jetzt kann das neue rein. Alles schön festziehen, denn es fließt später eine Menge Strom dadurch und ich möchte keine Hitzequelle durch schlechten Kontakt haben. Einmal testen und... War das jetzt das falsche Relais? Sieht so aus. Wenn ich auf das andere draufhämmer, geht es. Also ist das kaputt. Also das Ganze nochmal. Ups, da hat es gefunkt. Die Batterie ist noch angeklemmt. Jetzt kann nichts mehr passieren, also weiter. Dieses Relais ist noch festgeschraubt. Ich hatte nur das andere gelöst. Die Kabel drehe ich auch gleich etwas besser hin. Das Gelbe war immer etwas straff. Die Batterie kam wieder ran, ich muss testen. Raus und rein, sieht gut aus. Dann kann ich jetzt alles wieder zusammenbauen.
Dass der Kasten immer verrutscht ist, gefällt mir nicht, denn das stört beim Stützdrahtkurbeln. Die Batteriebeugelklemme muss auch noch festgeschraubt werden, die hatte ich zum Testen nur aufgesteckt. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch den Kabelanschluss nochmal festziehen. Die restlichen Muttern auf das alte Relais drauf, das ist Ersatzmaterial. Aber warum habe ich eine Mutter zu viel? Fehlt jetzt eine im Bus oder in der Steuerung? Ah, da fehlt sie. So, fertig. Solarpanel wieder dran und aufräumen. Alles zu und erstmal Mittag machen. Mein Hund Jacer wartet schon auf mich. Alles gut? Ne? Ne? Racker. Hey. So, nächste Baustelle. Mein kleiner Anhänger hat einen kaputten Boden. Das Brett, das ich vorübergehend drüber geschraubt hatte, kann wieder weg. Das sind Imbusschrauben. Mal sehen, ob die so rausgehen. Nein, da dreht sich alles mit. Hinten komme ich aber gut an die Muttern ran. Was ist das? 13er Schlüssel. Die sitzen aber gut fest nach den ganzen Jahren. Da muss erstmal was ran. Zurhaken in der Ecke, den niemand nutzt, will nicht raus und reißt ab. Hier sieht man gut, wie kaputt der alte Boden ist. Der kann nur noch auseinanderbrechen. Die Platte ist im kaputten Zustand keine 10 mm dick, die neue hat 19 mm. Vorne sind noch Schrauben, die raus müssen und die halten gleichzeitig den Aufbau auf dem Rahmen. Mal schauen, ob da die Muttern gut runtergehen. Schon klar, dreht mit. Das ist aber eine Schlossschraube, die muss man nur runterziehen.
Jetzt müssen noch die ganzen ausgerissenen Schrauben raus. Da ist so viel Dreck drin, dass der Imbus nicht mehr tief genug reingeht. Also Zange, weil geht nicht mehr. Na geht doch. Die rechte Seite geht deutlich besser, da sind die Schrauben wohl weniger festgegammelt. Jetzt noch die restlichen zuhaken. Und die zwei Schrauben in der Mitte. Die letzte Schraube sitzt wie immer richtig fest.
neue Platte muss noch zugeschnitten werden. Die Reifenspur auf der Platte ist vom LKW, der unser Gastank mit Betonsockel angeliefert hat. Der musste dafür über weichen Rasen fahren, den wir mit diesen Platten abgedeckt hatten. Die Platte ist exakt auf die richtige Größe geschnitten. Hinten müssen noch die Ecken ausgeklinkt werden, aber sonst muss sie nur umständlich eingesetzt werden. Sorry dafür, dass man das Ausklinken nicht richtig sehen kann. Die Kamera war zu niedrig eingestellt. Vorne geht die Platte zwar runter, aber hinten noch nicht, weil sie erst weiter rein muss. Die Ecke ist noch zu hoch, die Platte geht so nicht unter der Strebe. In der Ecke geht es durch Blindniete nicht weiter vor. Ein Schraubendreher sorgt für den nötigen Abstand. Ups, abgestürzt. Wie du siehst, es fehlt nicht mehr viel für die ausgeklinkte Ecke.
Na bitte, sie ist drin. Jetzt muss sie noch ganz runter. Beim Festschrauben war leider die Kamera aus. Sorry. Wenn ich schon hier bin und gerade eine Holzplatte parat habe, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. So ist das deutlich besser. Jetzt muss ich das nicht vor jeder Fahrt abbauen. Fest genug ist das, da passiert nichts dran. Jetzt nur die Kabel etwas besser verlegen, damit das Seil immer frei bleibt. So gefällt mir das. Fertig für heute. Wir sehen uns nächste Woche.